Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag. Genau heute vor 50 Jahren, am 2. Februar 1974, wurde Playmobil das erste Mal öffentlich vorgestellt. Aus Anlass dieses Jubiläums zeige ich die allerersten Playmobil-Sets aus meiner Sammlung. Im Jahr 1974 kamen die ersten 3 Spielwelten Indianer, Ritter und Bauarbeiter auf den Markt, in den 3 unterschiedlichen Farben Rot, Grün und Blau. Zusätzlich gab es eine Packung in violetter Farbe für die Pferde, die gleichzeitig zu den Indianern und zu den Rittern gehörten. Die Einzelfigurenpackungen waren Sichtfensterpackungen in dunkelbrauner Farbe. In den 5 Figurenpackungen waren die Figuren zuerst auf dunkelbraunen Karton aufgesteckt, später in weiße Kunststofftassen eingelegt. Das Zubehör war zuerst in orangen Kartons. 1975 war das Zubehör dann in Plastikbeutel eingeschweißt und die Kunststofftassen bekamen eine Aufnahmemöglichkeit für das Indianerkanu. Auf der Vorderseite der Packung konnte man den Inhalt nicht erkennen, das Thema war durch ein allgemeines Bild dargestellt. Das Set war aber in 4 Sprachen beschrieben und durch ein einzigartiges Piktogramm war jedes Set gekennzeichnet. Auf der rechten Seite war der Inhalt zuerst als Farbfoto aufgedruckt. Die Artikelnummer war nur an der Stirnseite der Packung ersichtlich. Zuerst war die Nummernserie 31.000. Bereits im ersten Jahr 1974 wurden die Artikelnummern umgestellt auf die Nummernserie 32.000. Der Inhalt wurde nicht mehr als Foto, sondern als schwarze Zeichnung dargestellt. Wie ging es mit den Packungen weiter? Im Jahr 1975 kommen die typischen Lineart-Packungen, wo auf der Hinterseite der Packung der Inhalt als weiche, weiße Strichzeichnung aufgezeichnet war. Diese Packungen gab es nur vorübergehend 1975. 1976 bekam jedes Spielthema seine eigene Superset-Packungen. Es waren schöne große Packungen mit 7 Figuren, mit dem vollen Zubehör, und diese Packungen hatten eine Kunststofftasse, wo der Inhalt eingeordnet war. Hier sehen wir eine original verschweißte Packung mit einer Kuriosität. Auf der Außenseite ist die Frau eine gelbe Figur mit grünem Kleid, aber enthalten ist eine weiße Figur mit grünem Kleid. Wie sahen die ersten Playmobil-Figuren aus? Sie hatten zuerst eine bisschen hellere, milchigere Färbung. Die Füße waren zuerst etwas rechteckig und kantiger. Sie hatten zuerst die typische Lochprägung. Dann bekamen sie die sogenannte B-Prägung. Erst im Jahr 1975 kam die C1974 Prägung drauf mit dem B für Geobra Brandstätter. Die Füße waren zuerst etwas flacher und scharfkantig, erst 1976 bekamen sie eine runde Kante. Schauen wir uns jetzt die Kataloge an. Der allererste Katalog war das dunkelbraune Farbblatt mit dem Indianer als Comiczeichnung auf der Titelseite. Es wurde bereits der Begriff Clicky für die Playmobil-Figur verwendet. Auf 2 Seiten war das gesamte Sortiment dargestellt. Wir sehen die Kartonpackungen
Es waren 8 Kartonpackungen, davon 4 5-Figurenpackungen, 3 Zubehörpackungen und eine Packung mit den Pferden. Wir haben 7 extrem seltene Blisterverpackungen, 2 Figurenpackungen oder Figur mit Pferd. Unten sehen wir die Einzelfigurenpackungen. Weiters enthält der Katalog die Spielmöglichkeiten mit den Figuren und auf der Innenseite haben wir 3 Comics auf 6 Seiten, jeweils für jede einzelne Spielwelt ein Comic. Bereits im ersten Jahr 1974 soll der neue Katalog herausgekommen sein. Er wird als 74-75 Katalog bezeichnet, hat eine grüne Farbe. Und hier sehen wir eine wesentliche Sortimentserweiterung um den LKW und den Polizisten. Ebenso sehen wir die geänderten Sets und die geänderte Artikelnummer. Schauen wir uns zuerst die Indianer an. Die Indianer hatten die typische reizende Pastellfarbe. Diese Pastellfarbe wurde sicherlich noch im Jahr 1975 verwendet, weil sie dort im Katalog noch enthalten ist. Es gab die 5-Figurenpackung und die Zubehörpackung mit Kanu, Kochstelle und Zelt. Es ist interessant, dass zuerst die Paddel in der Figurenpackung enthalten waren und in der Zubehörpackung beim Kanu gab es keine Paddel. Hier habe ich Beispiele für die 2-Figurenpackung, Einzelfigurenpackung und Figur mit Pferd zusammengestellt. Wie gesagt, gab es die Pferde in einer separaten Zubehörpackung zuerst 3 Stück. Im Jahr 1974-75 wurden die Packungen leicht geändert. Das Kanu kam in die 5-Figurenpackung, blieb aber trotzdem noch in der Zubehörpackung enthalten. Dort bekam es aber zusätzlich noch die Paddel. Wie gesagt, waren die Farben sicherlich zuerst noch Pastellfarben, aber wahrscheinlich im Laufe des Jahres 1975 wurde auf satte Farben umgestellt. Man beachte, dass zuerst die Stirnbänder noch die gleiche Farbe haben wie die Körper der Figuren. Im Jahr 1975 gab es nur 2 neue Packungen, den Indianerhäuptling mit Pferd und den gelben Indianer mit Kanu. Als Neuigkeit sehen wir Pfeil und Bogen und den Kopfschmuck des Indianerhäuptlings. Der erste und älteste Kopfschmuck hatte 5 Einstecklöcher für den Federschmuck. Im Jahr 1976 wurde die Indianerpackung auf die einheitliche blaue Farbe umgestellt und 1976 kamen auch die Frauen zu Playmobil. In dieser Packung kommen gleich 2 Squaws hinein. Zusätzlich gab es eine neue Zubehörpackung mit einem neuen Zelt. Es waren gleich 2 faltbare Zelte enthalten. Kommen wir jetzt zu den Rittern. Die Ritter waren bis 1977 die typischen netten Chromritter. Sei es der Körper als auch die Waffen waren chromfarben. Wir sehen, dass auf der Packung die seltenen weißen Umhänge abgebildet sind. Die Umhänge waren aber später rot
und dann orange. Auf der Packung ist auch der gelbe Ritter und der rote König abgebildet. Aber später war ein weißer König und ein roter Ritter enthalten. Die Schilde und Umhänge hatten das Malteserkreuz eingeprägt. Das wird wohl daher kommen, dass die Firma Gyobra Brandstätter bereits seit 1971 eine Produktionsstätte auf Malta hat. Die Playmobil-Figuren wurden aber erst seit 1976 auf Malta gefertigt. In der Figurenpackung gab es die Figuren, Waffen und Geschirr. In der Zubehörpackung gab es eigentlich nur einen Tisch, 2 Bänke und den Waffenständer. In der erneuerten Packung 1974-75 gab es eine neue Zubehörpackung, wo auch das gesamte Waffenset und das gesamte Geschirr enthalten war. Im Jahr 1975 kamen 4 Einzelfiguren neu ins Sortiment. Es gab den Herold mit Trommel und einem neuen Wappen auf der Flagge. Die Fahnenstange war nicht mehr verchromt und die Flagge war mit Aufkleber. Neu ist auch der Thron. Hier sehen wir die Einzelfiguren mit dem alten König, noch mit der alten offenen Krone. Neu war 1975 die Armbrust. Es gab einen Ritter als Armbrustschützen auf dem Pferd mit Lanze. Ebenfalls 1975 neu war die Schatztruhe. Es gab ein neues Einzelfigurenset mit einem Ritter, der mit der Hellebarde, Schild und Schwert die Schatztruhe bewacht. 1976 kamen die Frauen bei Playmobil heraus. Es gab die Einzelfigurenpackungen Königin mit Thron, zu beachten die neue Schleppe mit der Spitze und die neue Krone der Königin. Der König bekam ebenfalls eine neue Krone, die oben geschlossen war. Die Königin bekam eine Hofdame mit Spitzhut und Schleier, ebenfalls neu Halskette und Körbchen. 1976 neu war auch der Robin Hood, eine grüne Figur mit Armbrust und Pfeilköcher und mit einem neu gestalteten Spieß. Diese Figur wird auch oft als Knappe oder Jäger bezeichnet. Der Thron kam auch in das neue Zubehörset hinein. Es gab ebenfalls neu 2 5-Figuren-Sets, einmal den Hofstaat der Königin mit 2 Hofdamen und 2 Knappen und einer Schatztruhe mit dem ganzen Geschirr. Hier sehen wir das Ritterset, König, der neue Herold mit dem neuen Wappen, aber gleichzeitig noch die alten Schilde und alten Umhänge. Dieses Set von 76 blieb noch eine Weile im Sortiment, wurde aber bereits 1977 von den Chromrittern der Nürnberger Schildwache abgelöst, mit vollkommen neuen Waffen. Die Chromritter blieben nur als 2 Figuren im Stadtmauerset enthalten. Schauen wir uns jetzt die Bauarbeiter an. 1974 gab es das Hochbauset und das Tiefbauset. Beim Hochbauset hatten die Bauarbeiter die typischen orangen Helme und bekamen neben dem Werkzeug 2 Leitern.
Es war ein fixer Werkzeugsatz, Schaufel, Besen, Rechen, Hacke und Spitzhacke sowie Axt, Hammer und Schraubenschlüssel. Das Tiefbauset, da bekamen die Arbeiter Warnwesten, die interessanterweise im ersten Jahr am Rücken getragen wurden, und Mützen. Warnwesten, Mützen und Verkehrskegel waren 74, 75 noch mit Aufklebern. Erst 75 kamen Warnwesten, Hüte und Verkehrskegel ohne Aufkleber heraus. Im Zubehörset waren Schubkarre, Straßenwalze und 3 Bierkästen enthalten. 1974 wurde das Hoch- und Tiefbauset zusammengelegt. Es waren gleichzeitig Warnwesten und Helme enthalten. Es waren sogar 3 Helme in Reserve, dass auch die Tiefbauarbeiter einen Helm aufsetzen konnten. Das Zubehörset wurde erneuert mit einem zusätzlichen Mörteltrog. Hier sehen wir Beispiele der 2-Figurenpackungen, 2 Maurer mit Leitern, Einzelfigurenpackungen Hoch- und Tiefbau und einen Arbeiter mit Schubkarre. Neu war 74-75 der Bau-LKW. Wir sehen, der Bau-LKW ist auf einem dunkelbraunen Karton in die Packung eingeschoben. Ein wunderschöner kleiner LKW mit einer kippbaren Pritsche. Es konnten innen und außen Werkzeuge angesteckt und angeklickt werden und es gab auch einen Werkzeugkasten für Schraubenschlüssel und Hammer. Über diese klassischen Fahrzeuge mit den Plastikrädern, LKW, PKW und Kleinbusse mache ich in den nächsten Wochen ein weiteres Video. Wenn es euch gefällt, dann könnt ihr abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Wie ging es mit dem Bauset weiter? 1975 kamen die verschiedenen Einzelfigurensets auf den Markt. Es gab ein neues Zubehörset mit Kanalrohre, Kabelrolle und dem neuen Verkehrszeichen. 1976 kam ein neues 5-Figuren-Set heraus. Die einzige Neuigkeit war die Staffelei, wo man 2 Leitern mit 2 Verbindern verbinden konnte. Im Herbst 1976 kam der Bauwagen heraus mit der Betonmischemaschine. Neu sind die gelben Löwenbräu-Kisten. Diese finden auch mit 2 leeren Werkzeugkisten ins Zubehörset Eingang. Als vorletztes Thema schauen wir uns die Polizei an. Wahrscheinlich erst zu Beginn 1975 ist der internationale Polizist herausgekommen. Hier sehen wir eine Einzelfigurenpackung. Und hier sehen wir die Kartonpackung. Auf der Seite gibt es keinen Inhalt mehr, sondern nur so kleine Spielideen. In der Packung finden wir sehr viele Verkehrszeichen, 2 Verkehrsampeln und den Polizist mit Kelle. Im Jahr 75 ist die Einzelfigurenpackung Polizist, 2 Verkehrszeichen mit einem neuen Gummiknüppel, Megafon
und Plexiglasschild neu herausgekommen. Im Herbst 76 gibt es schließlich sogar die neuen grünen Polizisten und das Motorrad. Die Verkehrszeichen hingegen wurden ohne Polizist in einer eigenen Zubehörpackung angeboten. Zum Schluss kommen wir zum letzten Stadtthema. 1974-75 kamen die Bahnreisenden heraus. Ein Set mit einem typischen Bahnhofsthema, obwohl es noch keinen Zug gab. 2 Reisende, einen gelben und einen grünen Mann, einen Gepäckträger mit Sackkarre, mit Mülleimer, einen Gepäckwagen mit Kiste und den Bahnhofsvorsteher mit seiner Kelle. Im Jahr 75 wurden die Einzelfiguren als Leinert-Set nochmals herausgegeben. Hier der Gepäckträger, der gelbe und der grüne Herr. Interessant ist die Zubehörpackung von 75. Neben einer Unmenge von Kisten, Koffern und Mülltonnen und Eimern gibt es Kleidung für 4 Figuren, Mützen und Krawatten, Mützen und Kragen für 4 Gepäckträger. Hier sehen wir das Zubehörset des nächsten Jahres, 76. 76 kam als Reisende zusätzlich noch eine Frau heraus mit Sommerhut und Schirm. Und hier sehen wir das Superset, das ich schon erwähnt und gezeigt habe. Ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Video mit den klassischen Fahrzeugen anschaut. Danke und auf Wiedersehen.